So, jetzt haben wir die Lucy bei uns stehen. Hi. Ich muss dir mal das Mikrofon rüberhalten, weil sonst versteht man dich nicht. Genau, jetzt haben wir hier auf jeden Fall mal dein Yamaha R7. Ich habe vorher schon im Video gesagt, ich weiß gar nicht, was man alles umbauen darf. Oder beziehungsweise, kommt es so, dürft ihr überhaupt, was dürft ihr eigentlich machen? Das wäre vielleicht mal interessant. Wir dürfen die Lenker verstellen, sozusagen, dass sie näher rankommen oder mehr gebeugt sind, sage ich mal. Dann die Feder dürfen wir ändern, das wird dann aber eher auf dem Körpergewicht angepasst und ja, so viel mehr dürfen wir jetzt auch nicht verändern. Okay, sonst ihr dürft jetzt nicht euer eigenes Cartridge hier irgendwie reinbauen, euren eigenen Auspuff, sondern... Also wir können hier die Klicks umstellen, das dürfen wir alles, aber wir dürfen an sich nichts Größeres verändern. Okay, gut. Ja. Dann, ich habe vorher mit deiner Mama schon geredet, die hat mir gesagt, dass eigentlich gar kein Background bei euch besteht von Motorradsport eigentlich. Also dein Papa ist gar nicht drin, deine Mama eigentlich auch nicht. Wie bist du dazu gekommen, das zu machen? Also es ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Wir waren, wo ich 7, 8 Jahre alt war, mit Freunden auf dem Jahrmarkt und da durfte ich nicht mit dem Quad fahren. Und ich war ein bisschen sauer dann halt, wie man mit 7 Jahren, sage ich mal, so ist. Und dann hat mein Papa halt ein paar Wochen später das in der ADAC-Zeitung gesehen, dass es so einen Schnupperkurs auf dem Sachsenring gibt. Und er hat mich dann gefragt, ob ich das machen möchte, ob wir das mal probieren möchten. Na, fand ich das richtig cool. Aber wir haben halt gedacht, das ist halt nur mal einmal so. Ja. Wir wussten nicht, wie viele Klassen es gibt und meine Eltern dachten dann, das war glaube ich im Oktober oder im September und dann kam ja Winter, dass ich das eh wieder vergesse und dass wir eh nicht lange fahren und sowas. Deswegen haben sie es mir am Anfang erlaubt gehabt, aber irgendwann sind wir jetzt in der WM. Ich habe vorher schon mit dir geredet, da hat sie schon richtig süß gezittert gehabt und dann habe ich gefragt, und sie so, sie ist gerade 19 und so, es war richtig süß. Und dann hat sie gesagt, es hat angefangen mit Pocketbike, da war sie noch nicht so nervös, aber jetzt hat sie gesagt, sie ist ganz schön nervös. War richtig süß. Genau, du startest auf jeden Fall morgen als 9. Ja. Was ist dein Ziel morgen? Etwas weiter vorzukommen, beziehungsweise die Plätze zu halten. Ein direktes Ziel habe ich mir nicht vorgenommen, weil das geht ja wahrscheinlich dann eh immer schief, sage ich mal. Ja, schauen wir mal, was rauskommt. Okay, perfekt. Ja, eigentlich muss er sein Sieg. Das, ja, sonst fährt man nicht mit. Ja gut, aber das ist ein bisschen unrealistisch. Okay, mal am Podium. Ja, das ist auch ein bisschen unrealistisch. Okay, aber das ist gut, dass du realistisch bist. Okay, dann habe ich jetzt noch die abschließende Frage und zwar, wie bist du dazu gekommen, hier mitzumachen? Also vielleicht für auch die ein oder anderen Mädels interessant, vielleicht auch für nächstes Jahr. Wie kommt man dazu, dass man sich hier anmeldet, beziehungsweise wie hast du generell von dem ganzen Format, sag ich mal, erfahren? Vielleicht kannst du da so deine Erfahrungen teilen. Ja. Also mein Teamchef hat mich darauf angesprochen, ob wir überhaupt mal sowas fahren wollen. Ob es mich halt interessiert, generell mal in einer reinen Frauenklasse zu fahren, weil ich vorher immer gemischt gefahren bin. Und IDM, gell? Genau, IDM bin ich vorher gefahren, in der 300er. Ja, dann haben wir uns halt beworben und aus 90 Bewerber wurden dann 40 sozusagen näher gebracht und aus 40 wurden dann nochmal 25 rausgepickt und die durften dann hier mitfahren. Okay, das wusste ich gar nicht. Ja. Aber dann kann man sich ganz normal bewerben und wie läuft so eine Bewerbung ab? Was musst du da einschicken? Videomaterial von dir oder Rundenzeiten? Oder? Nee, man musste die Webseite angeben, halt Instagram, Facebook und sowas und halt die Ergebnisse, die man vorher schon gefahren ist, dort abgeben und daraus haben die dann ihren Entschluss gezogen, sage ich mal. Gut, dann möchte ich jetzt ganz kurz noch persönlich wissen, das ist jetzt aber die letzte Frage, wem drückst du bei der Superbike die Daumen? Was ist dein Lieblingsfahrer? Das ist schwierig. Ich habe eigentlich nicht direkt einen Lieblingsfahrer. Lieblingsteam? Ducati. Aber sehr gut, ja, perfekt. Ja, mein Herz schlägt auch für Ducati. Danke auf jeden Fall für deine Zeit. Ich finde auch Yamaha gut. Ich fahre ja auch selber eine Yamaha. Das muss ich sagen. Perfekt. Danke auf jeden Fall für deine Zeit. Genau, wir schauen jetzt später noch zur Aprilia RS660. Danke dir, viel Glück auf jeden Fall für morgen. Dankeschön. Und wir werden bestimmt morgen noch mal kurz vorbeischauen, nach dem Rennen oder so. Mal schauen, wie es gelaufen ist. Ja, Dankeschön. Perfekt. Tschüssi. Wir sind jetzt gerade back im Media Center. Wir werden uns kurz was zum Trinken holen. Wenn ihr mal hier auf die linke Seite schaut, sitzt einfach Topat Kraskatulju. Ich bin direkt neben ihm, also sehr, sehr close. Er redet gerade über seinen Sturz. Ich versuche mal, mein Mikrofon damit hinzulegen. Just to that I think 34, all left 33, and the feeling is good. Afternoon, normally the plan again race simulation and try to do all that time 33, but I'm crashed. And also this is good because I'm very strong starting, everything going
good. Sometimes the crash is good because now this one is a little bit broken. You know that this is good. I'm ready for this because before the race I'm crash, and now tomorrow I'm come back more strong. This is much better for me, and in general I'm happy. But I'm crash, easy crash. You know, I go wide and immediately to crash. I'm not feeling also the first sliding. Immediately I lose the front. Try a little bit to pick up the bike, but I see I'm go to outside the track. Better I'm release the bike. But looks good. You know, I'm generally happy. I like the Misano, especially this circuit, and the hot condition is a little bit difficult for everyone, I know. But the package is not bad for the hot condition. It looks like we are ready to race, and tomorrow we will see in the qualifying because I'm trying to my best. Maybe we see 32 low. My dream 31, but this condition is not easy because if we are make a qualifying 9 o'clock in the morning, this is a little bit possible, but the hot condition, you know, grip is a little bit less, especially the front tire. But we will see tomorrow. We will make which lap time, but I'm trying to go best again tomorrow. What was the problem at the beginning of the FP1? You came back to the pits after one lap? The shifter is not working. Oh, okay. Yeah. Quick shifter? Yeah, quick shifter. Come back and we changed the lever. And after everything is okay, but after the start, you know, I see the red flag, come back again. And after again I'm starting. I did very good lap time, maybe did the first lap, 33.7. But the plan normally, the race simulation, immediately. I think is the good race simulation. But the important tomorrow for me, and the first the qualifying, and after the first race, we will see tomorrow. Toprak, you have an idea why you are always in front on the BMW, Mikey is more or less okay, Bonobo, no. Do you have any explanation for this? Because you are all on the same bike. Yeah, but Mikey, you know, getting better because after the big injury, is a race we can coming the most strong. But I don't know the Bonobo, the team is the riders, what's the problem. But you know, we are on the front. I don't know what's the problem. Really, I don't understand. Because also normally Garrett normally is very strong with BMW, but this year he's a little bit looks like lost. I hope he's come back. I hope also Scott is come back. And now, you know, we are trying to fight with the Ducati, with 2 BMW, but I hope we are fighting all together. Beautiful time. Beautiful time. Also hier hinter mir haben wir noch Nicolo Bulega, der jetzt auch noch ein Interview gibt. Richtig cool. Da brauchen wir jetzt nicht zuhören. Ich hoffe, ihr habt ein paar Fragen von Toprak mitbekommen. Ich schneide ein bisschen was mit rein. Vielleicht auch nicht viel. Ich bin jetzt selber dazu nicht gekommen, eine Frage zu stellen. Aber ja, hier kommen auf jeden Fall die ein oder anderen Fahrer, um hier ein paar Fragen zu beantworten. Ist auf jeden Fall auch interessant. Und ich hoffe, die eine oder andere interessante Frage war für euch auch dabei. Hier kommt gerade ein Fahrer nach dem anderen. Jetzt Remy Gardner gerade beim Interview. Genau. Wir werden jetzt runtergehen. Wir sind jetzt nämlich bei Aprilia RS660 Cup eingeladen. Da werden wir so ein bisschen Behind the Scenes noch filmen. Und dann ist auch heute der Tag schon zu Ende. Genau, ich würde sagen, wir müssen uns beeilen, weil jetzt ist schon... Hier ist gar keine Uhr. Perfekt. Egal, ich glaube, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Also wir sind jetzt hier bei einem RS660-Team. Es gibt insgesamt, ich glaube, 24 Starter für die ganzen RS660 Cup, der normalerweise mit der Chief, also mit der italienischen Meisterschaft stattfindet. Das einzige Wochenende, wo die hier eben mit der Superbike zusammen sind, ist eben jetzt hier in Misano. Die haben einen ganz komischen Zeitplan. Es ist 17 Uhr und die haben jetzt erst ihren ersten Turn. Die fahren 25 Minuten, dann haben die eine Stunde Pause und fahren nochmal 25 Minuten. Also heute 2 freie Trainings und das nur am Abend. Ja, und morgen, glaube ich, auch nur ein einziges Qualifying und das war es dann für den ganzen Tag wieder. Bisschen strange, am Sonntag ist dann das Rennen. Ja, das heißt, ein bisschen komischer Zeitplan. Das Team hat jetzt hier 3 Fahrer. Ich kenne eine Person aus dem Team und die begleitet. Und die lassen uns jetzt hier ein bisschen mitbegleiten. Die haben jetzt ungefähr noch 3 Minuten, bis es dann losgeht und müssen von hier die Bikes komplett bis vorschieben. Dann nehmen wir euch gleich mal mit. Also das ist wirklich, ja, damit man mal sieht, was hinter den Kulissen abgeht, beziehungsweise wie viel Arbeit die eigentlich hier reinstecken.
Ja, nur um hier mit dabei sein zu können. Also es geht los. Die dürfen die Bikes nicht mal anmachen, sondern die müssen jetzt hier die komplett bis zur Startaufstellung schieben. Oh mein Gott, wir sind hier, glaube ich, im Weg. So, wir verfolgen den hier. Da müssen wir mitgehen. Schaffen wir das? Schaffen wir das? Ah, die sind ganz schön schnell. Wir müssen natürlich auch schauen, dass die Reifen nicht kalt werden. Mein Kameramann, glaube ich, filmt in den Himmel, aber ist nicht so schlimm. Achtung, hinter uns kommen ein paar Bikes. Die sind echt schnell unterwegs hier. Damit ihr mal den ganzen Weg seht, den hier die RS660-Fahrer. Wir machen das hier nur für euch. So. Boah. Also hier ist die ganze RS660 Startaufstellung. Die 3 Fahrer sind aus dem Team, wo wir dabei sind. Hier mit der gelben Verkleidung. So, wir bleiben jetzt hier stehen. Es kommen noch die ganzen anderen Fahrer vom RS660 Cup. Du kannst auch mal hier nach rechts filmen, wie viele Leute hier stehen und gerade zuschauen. Unser Team, das wir hier ein bisschen begleiten, die sind jetzt vor der Go 11 Box, da eben auch, wo wir zum Mittagessen waren. Da schauen wir jetzt gleich nochmal zu, wie das so abläuft, wie die Fahrer reinkommen und vielleicht kleine Änderungen schon auf der Strecke vornehmen. Das schauen wir uns auf jeden Fall jetzt gleich an. Da müssen wir uns auf jeden Fall auch ein bisschen beeilen, weil Go 11 ist ein bisschen weiter vorne. Ich hoffe, ich finde unser Team. Ah ja, ich glaube, ich sehe sie schon. Also, wir sind vor der Go 11 Box. Wir warten jetzt, bis der erste Fahrer vom RS660 Cup reinkommt. Und dann schauen wir einfach mal, wie es abläuft. Ich weiß selber leider noch nicht, genau, was die machen hier, ob die überhaupt was machen. Wir sehen es gleich. Können wir uns mal kurz anschauen. Jetzt hier der erste Fahrer ist auf jeden Fall da. Ich bin mir gerade selber noch nicht sicher, aber ich glaube, es gibt irgendwie ein Problem mit dem Quickshifter. Also ihr seht, es ist brutal viel Hektik drin. Ich weiß leider selber noch nicht genau, was das Problem ist, aber ja, das ist der Quickshifter. Ziemlich sicher. Quickshifter. Yeah? The sensor not working, right? Yeah, something to the I don't know what, or something to the gearbox. I think. Der Teamchef weiß selber noch nicht genau, was das Problem ist, aber es scheint wohl, dass irgendwas mit dem Sensor nicht funktioniert. Oder irgendwas mit den Gängen auf jeden Fall oder mit dem Getriebe. Also, die probieren es jetzt nochmal. Ich weiß nicht, ob das Problem behoben ist. Wir werden es jetzt wahrscheinlich gleich sehen. Es kann natürlich aber auch sein, dass ihr jetzt einfach ohne Quickshifter fährt. Aber ich frage jetzt gleich mal, was das Problem war. Also, währenddessen wir hier bei Aprilia RS660 noch mal kurz warten, bis der Fahrer vielleicht noch mal reinkommt, haben wir hier das Go 11 Team und die haben ihre Garage offen. Und sie haben einfach 2 Bikes, 2 fast komplett aufgebaute, aber gerade in Einzelteile zerlegt. Aber könnt ihr euch das mal anschauen, wunderschöne Bikes. Jetzt machen die gerade hier von dem einen Motorrad den Heckrahmen runter. Ich weiß natürlich auch nicht genau, was der Plan ist, aber es scheint so, als würden sie das eine Motorrad auseinanderlegen und auch das andere zusammenbauen. Vielleicht anderer Motor, frischerer Motor. Auch die Auspuffanlage sieht mir sehr neu aus, weil eben die Auspuffanlage nicht blau ist. Das heißt, es gibt wahrscheinlich noch ein paar Änderungen dann eben für morgen. Also währenddessen hier im Hintergrund einiges abgeht. Der Fahrer ist jetzt zum zweiten Mal drin. Es hat jetzt aber ein bisschen gedauert, also er ist schon 2, 3 Runden gefahren. Er ist auch, glaube ich, gerade gar nicht mal so schlecht platziert gewesen, zumindest wo ich es vorher gesehen habe. Ah, jetzt ist er nicht mal mehr unter den ersten 18. Also scheint auf jeden Fall immer noch ein Problem da zu sein. Die probieren es jetzt, glaube ich, mit einem anderen Quickshifter, soweit ich das sehe. Das heißt, die tauschen das komplette Gestänge aus.
An sich kannst du natürlich ohne Quickshifter und Blipper fahren, du musst halt manuell kuppeln die ganze Zeit. Das heißt natürlich, du hast eigentlich einen Nachteil im Gegensatz zu allen anderen Fahrern. Was sich natürlich dann auch an deiner Rundenzeit bemerkbar macht. Jetzt schauen wir mal, wo er gerade ist, auf welcher Position. Hier, Platz 17 aktuell. Mit einer 1,52 und die ersten fahren eine 1,44. Das ist natürlich dann zeitentechnisch, ja, ist auf jeden Fall weit weg, also 8 Sekunden. Es kann natürlich schon sein, dass es auch mit am Quickshifter Blipper liegt. Vor allem, wenn es nicht funktioniert, arbeitet dein Kopf natürlich dann auch nicht richtig und du bist ein bisschen abgefuckt und denkst dir eigentlich, es könnte so schön sein, aber ja, es funktioniert nicht. Und wenn was nicht funktioniert, glaube ich, kennt man es auch von einem selber, dass man sich halt dann auch einfach ärgert. Jetzt schauen wir mal, die tauschen auf jeden Fall jetzt hier das komplette Gestänge aus. Es sind jetzt noch 9 Minuten, ne? Das sollten sie eigentlich schaffen. Also hier kann man mal sehen, die tauschen jetzt den Sensor vorne aus. Es wird gar nicht das ganze Schaltgestänge getauscht, sondern eben nur der Sensor. Kommt jetzt ein neuer Sensor rein. Ich würde den Fahrer natürlich jetzt auch gerne fragen, aber ich will ihn auch nicht stören. Er ist natürlich auch im Fokus. Also es ist ein bisschen schwierig, wie ich gerade sehe, die Schraube da reinzukriegen, aber jetzt haben sie es auf jeden Fall geschafft. Es ist bei der RS660 alles sehr eng. Ich glaube, wir kommen auch gerade mit der Kamera nicht gut hin, aber das ist nicht so schlimm. So, das Kabel ist noch nicht eingesteckt. Das Kabel wird jetzt auf jeden Fall gleich angesteckt. Und dann sollte er wieder ready to go sein. Er hat dann wahrscheinlich noch so 7 Minuten, um eine gute Rundenzeit rauszuhauen. Das Kabel ist auch extrem lang, wie ich gerade sehe. Das heißt, die müssen es erstmal noch richtig verlegen. Das ist schön mit Kabelbinder. Es muss natürlich alles schön verlegt werden, weil es bringt ja auch nichts, wenn dann der Sensor wieder irgendwie an der Kette schleift und dann der Sensor wieder kaputt ist. Aber es scheint gut zu sein. Jetzt wurde noch mal kurz alles nachgezogen und jetzt, glaube ich, geht es gleich wieder los. Also Quickshifter scheint zu funktionieren. Wir werden gleich nochmal rübergehen und auf seine Zeiten schauen. Die Session ist jetzt zu Ende. Hinter euch sind die Zeiten. Also er ist 6,7 Sekunden von der Spitze weg. Man muss jetzt mal gleich mal schauen, ob alles funktioniert hat oder nicht. Ist natürlich ärgerlich. Er hat jetzt auch, glaube ich, nicht viele Runden insgesamt. Ja, schade auf jeden Fall für den Fahrer. Aber ich hoffe, der Eindruck für euch war ganz cool, dass ihr auch mal so gesehen habt, was so bei einem Aprilia RS660 Cup so abgeht. Also währenddessen hier die Mechaniker von der Superbike gerade noch bei Buligard das komplette Bike zerlegen. Wir wollen jetzt da auch nicht reinfilmen. Die haben natürlich auch nicht umsonst die Garage ein bisschen geschlossen. Genau, der Aprilia RS660 Turn ist hier auch zu Ende. Genau, währenddessen eben alle jetzt dann schon langsam zusammenpacken. Packen wir auch zusammen und das war es auf jeden Fall schon mit dem ersten Tag, mit dem Freitag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann in einer Woche bei Teil 2 am Samstag dann. Wenn es euch gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Danke fürs Zuschauen. Bis nächste Woche.